Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Review auf WePlayHandball.de. Heute mit einem Volleyballschuh aus der Kollektion von Mizuno, dem neuen Wave Lightning Z7. Warum er geeignet ist für Handballerinnen und Handballer, das jetzt im Detail. Zunächst muss man festhalten, optisch ist der Schuh richtig gut gelungen. Dieser ganze Farbweg von Mizuno in diesem Clean Weiß mit den Color Pops am Obermaterial, an der Zunge und auch unten an der Sohle finde ich optisch sehr, sehr schön. Verschafft einen sehr, sehr wertigen Eindruck. Wenn wir uns das Obermaterial anschauen, da sind wir gleich mal an der Stelle, wo sich der Z7 von seinem Vorgänger Z6 abhebt. Denn im Vorderfußbereich hat sich einiges geändert. Hier vorne gibt es ein neues Mesh-Material, es ist leichter geworden, atmungsaktiver geworden, ein bisschen flexibler und damit noch mehr auf Speed am Ende ausgerichtet. Ansonsten hat sich optisch ein bisschen was getan. Das PU-Upper-Material, der Layer, der hier oben drüber liegt, ist ein bisschen dynamischer geworden. Das ist aber eine rein optische Geschichte. Ansonsten ist wirklich der gesamte Schaft hier vorne, aber auch der gesamte Vorfuß sehr schmal gehalten, sehr dynamisch gehalten und mit leichten Materialien konstruiert worden. Wenn wir uns die Zwischensohle anschauen, gibt es eine zweite wichtige Neuerung. Denn das mittlerweile seit 2 Jahren in den Top-Modellen verbaute Energy-Material, das Dämpfungsmaterial, ist hier noch in die Zwischensohle mit eingebaut worden. Das heißt, das alte EVA-Material weicht dem neuen Energy-Material. Das hat noch mehr Bounce-Energie, es hat noch mehr Vorwärtstrieb und zusammen mit dieser nach wie vor sehr dynamischen Wave-Zwischensohle mit dieser Welle, die aus einem Hartkunststoff konstruiert worden ist, schafft es, diesen Schuh wirklich nach vorne zu treiben. Das heißt, bei jedem Abdruck nach vorne gibt euch der Schuh nochmal richtig viel Energie mit. Wenn wir uns jetzt die Sohle anschauen, da hat sich relativ wenig geändert. Hier eine Zweiteilung in den hinteren Bereich und in den vorderen Vorfußbereich. Dazwischen seht ihr schon die Wave-Platte und auch das Energy-Material so ein bisschen durchschimmern. Es ist nach wie vor mit sehr wenig Außenstabilität gearbeitet worden. Also wirklich ein Schuh, der in eine Richtung will, nämlich nach vorne auf Speed ausgerichtet, aber für seitliche Bewegungen nicht so stabil wie andere Modelle. Deswegen ist es eben auch ein Volleyballschuh, der gerade im Handball dann eben nicht von Spielerinnen und Spielern getragen werden sollte, der oder die viel in Zweikämpfen unterwegs ist und viele Richtungsänderungen und Mittelfußstabilität braucht. Dafür schafft es der Schuh wirklich, einen totalen Vorwärtsdrang zu erzeugen. Er treibt euch wirklich nach vorne. Das heißt, alle, die auf Sprint ausgerichtet sind, auf schnelle Bewegungen nach vorne, gerade Gegenstoßspielerinnen, Gegenstoßspieler, für die ist der Schuh wirklich ideal, denn er bringt wenig Gewicht, hohe Dynamik und viel Speed mit auf die Handballplatte. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne hier, hinterlasst einen Kommentar bei uns im YouTube-Channel, meldet euch auf unseren anderen Social-Media-Kanälen. Wir freuen uns auf eure Meinung zum neuen Wave Lightning Z7 von Mizuno. Bis zum nächsten Mal.